Ich bin Sarah Spindler. Wir befinden uns hier auf dem Karolinenhof, nordwestlich von Berlin, so Richtung Neuruppin, und bewirtschaften ungefähr 33 Hektar Acker. Wir sind ein Milchziegenbetrieb mit 130 Milchziegen, eigener Verarbeitung, eigenem Hofladen und Hofcafé. Und das jetzt schon seit 1991. Also unsere Milchziegenherde ist eine bunt gemischte Herde, die bunte Karolinenhöfer. Es ist eine Gebrauchskreuzung. Also alles, was Milch gibt, einmal durcheinander gemixt sozusagen. Ganz wichtig ist allerdings noch unser Herdenschutzhund. Wir haben einen Herdenschutzhund, der unsere Herde bewacht. Also der hat natürlich eine sehr wichtige Aufgabe. In Brandenburg gibt es ja immer mehr Wölfe. Auch hier in der Region gibt es schon Einzeltiere, noch keine Rudel. Aber da wird schon immer mal wieder einer gesichtet und da fühlen wir uns einfach sicherer, wenn wir wissen, die Herde ist gut bewacht. Ansonsten kreucht und fleucht hier noch so einiges rum, was mehr oder weniger halt auch Spaßtiere sind, auch für die Gäste zum Gucken oder einfach auch für uns zur Selbstversorgung. So unser Jahr startet in der Regel am 10. Januar, weil da meistens das erste Lamm geboren wird. Und dann ist erstmal Chaos angesagt. Bei uns werden pro Jahr ungefähr 200 Zicklein geboren. Also es ist eine sehr chaotische, aber auch ganz tolle Zeit. Wenn wir 40 Ziegen gelammt haben, fangen wir an, die über den Melkstand zu schicken und im Melkstand abzumelken. Und fangen dann auch schon langsam an, Käse zu produzieren. Und haben dann halt ungefähr 4 Wochen Zeit vom 10. Januar bis Mitte Februar, bis wir den Hofladen wieder aufmachen. Dann trinken halt die Zicklein noch mit. Dann haben wir noch nicht ganz so viel Milch, weil wir halt den größten Teil der Zicklein muttergebunden aufziehen. Die Schlachtlämmer bleiben alle an der Mutter, nur die Nachzuchtlämmer ziehen wir von Hand auf. Das sind immer so zwischen 20 und 25 jedes Jahr. Und die werden dann tatsächlich nach einem Tag der Mutter weggenommen. Und dann werden die Schlachtlämmer nach und nach geschlachtet und dann gehen die Ziegen so, jetzt war es so Ende April ungefähr, wenn halt das Gras gut wächst, auf die Weide und dann haben wir halt die größte Milchleistung. Und dann wird halt auch richtig viel Schnittkäse produziert und erstmal der Reifekeller voll gemacht und dann geht es sozusagen richtig ab. Und im August ist es dann soweit, dann müssen die Böcke wieder in die Herde, weil Ziegen 5 Monate trächtig sind, damit wir dann pünktlich am 10. Januar das erste Lamm haben, kommen pünktlich am 10. August die Böcke in die Herde. Und dann merkt man halt, wie peu à peu die Ziegen trächtig werden und dadurch bedingt durch die Hormone die Milchleistung zurückgeht. So Anfang, Mitte November gehen die Ziegen dann in Mutterschutzurlaub. Das heißt, sie werden trockengestellt, geben dann keine Milch mehr. Und dann schließen wir auch den Hofladen und das Hofcafé. Von Mitte April bis so Ende Oktober, Anfang November haben die jeden Tag Weidegang. Und ab dann sind sie im Stall, haben aber immer noch ein größeres Stück Weide so als Auslauf. Also ist dann nicht mehr zum Fressen, aber dass sie sich halt mal im Winter, wenn die Sonne scheint, auch mal in die Sonne stellen können. Die Ziegen haben rund um die Uhr Heu frei zur Verfügung. Da können sie immer so viel fressen, wie sie wollen und wie sie brauchen. Und dann kriegen sie noch pro Ziege ungefähr 1 Kilo Kraftfutter am Tag. Wir haben sehr lange Zeit unser Futter für die Ziegen komplett selbst produziert, also bestimmt 20 Jahre lang. Das Heu machen wir komplett selbst. Wir haben lange Zeit auch Hafer und Tritikale angebaut für unsere Ziegen, also quasi das Kraftfutter auch selbst produziert, selbst gequetscht und dann an die Tiere verfüttert. Haben jetzt allerdings angefangen, Fertigfutter zuzukaufen von einer regionalen Biomühle hier aus der Region. Das hatte einmal den Grund, dass wir echt ein bisschen Schwierigkeiten hatten, die Ziegen optimal mit Mineralfutter zu versorgen. Der größere Punkt war aber tatsächlich die Witterungsbedingungen in den letzten Jahren. Den Karolinenhof gibt es als Karolinenhof schon sehr lange. Das war dann halt zu DDR-Zeiten lange eine LPG und stand dann nach der Wende quasi zum Verkauf und leer. Und damals sind Gela Angermann und Roger Lemke, damals waren sie noch jünger als ich, Anfang 20, mit dem ersten Kind hierher gekommen und hatten quasi den Traum, hier einen Milchziegenhof aufzumachen. Ich bin sehr froh darüber, also weil Ziegen einfach super lustige Tiere sind auch. Ne? Also es macht super Spaß, mit denen zu arbeiten. Die haben halt auch super viel Blödsinn im Kopf.
aber sie sind halt auch super zugänglich und super kommunikativ. Die hatten beide auch eine Ausbildung in dem Bereich und Gelas Eltern hatten halt auch schon einen Milchziegenhof. Und dann haben sie hier quasi mit dem Neuaufbau angefangen. Und es musste halt ganz viel erstmal gemacht und erschaffen werden. Und der Aufbau war halt schon langwierig und anstrengend, halt alles in kleinen Schritten. Also hier ist halt auch keiner mit viel Geld reingegangen, sondern das wurde halt alles immer so, wie es halt ging, nach und nach gemacht. Und dann hatten sie halt die ersten 30 Milchziegen sich zusammengekauft, haben angefangen zu melken und Käse zu produzieren. Und der Verkauf hat dann 1993 gestartet. Wir hatten lange Zeit hier einen Bioschlachter in der Nähe. Der wurde leider geschlossen. Und das hat uns erstmal vor ein Riesenproblem gestellt, weil es gab keinen anderen hier in der Region. Und unsere einzige Option war tatsächlich ein Riesenschlachthof mit Bio-Schlachtstrecke oben in Teterow, wo wir halt dann mit den Tieren irgendwie 1,5 Stunden hingefahren wären, dann 1,5 Stunden wieder zurück, am nächsten Tag die Tiere wiederholen. Und das war halt alles so ein riesen industrieller Schlachthof, das hat einfach nicht unserem Idealismus entsprochen. Und wir hatten dann viel Glück und haben hier einen kleinen Schäfer in der Region gefunden, der einen eigenen Schlachtraum hat und der ist nicht biozertifiziert. Das heißt, alles Fleisch, was wir jetzt hier beim Hofladen verkaufen, ist dann nicht mehr bio. Die Tiere sind bis zum Schlachter sozusagen bio und dann nicht mehr. Wir haben aber das Glück, dass wir ja alles hier direkt über den Hofladen an die Kunden vermarkten und das auch so kommunizieren können. Also wir haben jetzt keine Einbußen dadurch oder Absatzschwierigkeiten, weil wir das den Leuten halt genauso erklären. Und sind halt sehr zufrieden. Also die Tiere haben halt jetzt 20 Minuten Fahrzeit. Und der Schäfer ist halt auch einfach ein echt netter Typ, das muss man einfach sagen. Der geht mit unseren Tieren sehr vernünftig um. Viele fragen uns auch, naja, aber ihr habt doch so einen guten Absatz hier, warum produziert ihr nicht mehr und vertreibt es dann auch nach Berlin? Aber das gibt dann halt auch so einen Dominoeffekt. Ne? Dann brauchst du mehr Ziegen, dann brauchst du mehr Platz im Stall, dann brauchst du einen größeren Melkstand, dann brauchst du einen größeren Käsekessel, eine größere Käserei, einen größeren Reiferaum. Das nimmt dann halt alles so Ausmaße an, die uns nicht so gefallen. Also wir finden das eigentlich schön, dass wir alles hier ab Hof haben, dass wir den Kundenkontakt haben, dass wir irgendwie auch alles so ein bisschen unter Kontrolle haben und dass wir es halt alles auch noch so in dem kleinen Team, wie wir jetzt sind, schaffen können. Also ich habe tatsächlich mit einem freiwilligen ökologischen Jahr angefangen nach dem Abitur. Es war so ein bisschen Findungsphase. Ich wusste, ich würde gerne was in der Natur und mit Tieren und so machen, wusste aber noch nicht so richtig, wohin mit mir. Und war dann 3 Tage auf dem Biobetrieb und dachte, das ist es, das will ich einfach für immer machen. Und habe mich dann während des FWJs für eine Ausbildungsstelle zunächst beworben und habe auf einem Demeter-Betrieb allerdings die staatliche Ausbildung zur Landwirtin absolviert. Und danach habe ich noch das Studium Ökolandbau und Vermarktung in Eberswalde drangehängt und hatte während des Studiums und während der Ausbildung auch schon immer sehr gute Kontakte hier zum Hof. Nach meiner Ausbildung und während des Studiums hat Gela, die den Hof damals hier mit Roger gegründet hat, gefragt, ob wir nicht Lust hätten, einzusteigen und den Hof zu übernehmen. Und dann haben wir erst mal 2015 angefangen, hier zu arbeiten. Da war ich ja auch noch voll im Studium. Und dann habe ich erstmal das Käsen von Gela gelernt und mein Mann Basti hat angefangen, das Melken und die Ackerarbeiten zu übernehmen. Und 2017 haben wir dann mit Gela eine GbR gegründet, die wir jetzt auch noch haben. Also wir machen es derzeit noch zu dritt. Und genau, wenn Gela irgendwann komplett rausgeht, dann machen mein Mann und ich das dann weiter. Wir haben in der Regel Anfang des Jahres Führungen zu den Zicklein. Und da können die Kinder auch bei den Zicklein rein und können mit denen kuscheln und richtig auf Tuchfühlung gehen und so. Und da erzähle ich halt aber auch immer ganz viel. Das macht mir auch immer sehr viel Spaß und finde ich halt auch sehr wichtig, die Leute hier direkt auf dem Hof und direkt am Tier sozusagen zu bilden. Ich glaube, da merken die sich das auch besser. Und wir haben ja nicht umsonst hier eine Direktvermarktung und so engen Kundenkontakt. Da kann man das dann auch am besten direkt vor Ort irgendwie machen. Was ich halt auch lernen musste, ist, in der Landwirtschaft kannst du halt einfach nicht alles planen. Es kann dir halt immer was reingrätschen. Also Ausbildung und Studium gut und schön, aber
Betriebsleiter werden, und ich sage bewusst werden, weil ich habe immer noch das Gefühl, ich werde noch Betriebsleiter, ist halt viel auch so Learning by Doing. Das bringt dir halt eigentlich keiner so bei. Ne? Also ich wusste zwar, wie ich die Tiere versorge, wie ich den Ackerbau mache und so, aber alles drumherum und alles organisieren und die Verantwortung und so, das war schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Man muss halt einfach lernen, damit umzugehen und dann zu reagieren und das zu nehmen, wie es ist und das Beste daraus zu machen.